So, da schlendern wir erstmal hier eine Runde durch die Erbsen. So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen AKF. Und dann gucken wir uns das mal an. Wie stehen denn die Erbsen jetzt hier? Wir sind hier auf der Fläche, wo wir diesen Versuch mit Leindotter gemacht haben. Und wie ihr seht, ja, ein bisschen Leindotter ist da. Also ein bisschen ist da, nicht so viel. Muss man natürlich nachher gucken, wie das im Korntank aussieht. Auch die Erbsen reifen schon langsam ab. Ja, die hier sind schon hart, bisschen grünschimmerig ist es alles noch. Vor allen Dingen da nachher, wo die Erbsen deutlich dicker sind. Hier sind wir auf so einer Lehmkuppel. Gehen wir mal ein bisschen durch. Habe ich ja im Prinzip euch schon erzählt, ja, dass die Erbsen da deutlich zu dünn sind, leider Gottes. Also ich werde im nächsten Jahr dann auch noch mal die Saatstärke ein bisschen nach oben nehmen, damit sich das auch ein bisschen verwachsen kann. Klar, die können erstmal kompensieren. Ja, ich rechne aber jetzt erstmal nur so mit 2 Tonnen auf dem Hektar. Die haben nicht stark unter Wasser gelitten, muss man sagen. Also die haben mit der Bodenfeuchte, die da im Boden waren, lange haushalten können. Sodass man hier nichts gesehen hat, was irgendwie vertrocknet ist. Hier bin ich der Meinung, ist zu wenig überlappt worden, hier in dem Streifen. Genau, also hier sehen die dann auch schon ein bisschen deutlich größer aus. Also hier geht das so ein bisschen runter, da ist so eine Lehmkuppe. Die versuchen wir da über Jahre so ein bisschen in Gang zu bringen, wird schon immer besser. Sind natürlich schöne lange Schoten bei. Also ein bisschen kann sie natürlich kompensieren, wie man das hier sieht. Wenn sie natürlich so stehen bleibt, wäre das natürlich top und ideal zum Dreschen. Ja, also sie sieht wirklich sehr gut aus. Wenn die sich jetzt bald hinlegt, nicht so nice. Wir gucken mal rein. Ich habe ja jetzt nicht ungefähr das 1000 Korngewicht im Kopf, welches wir haben. Jetzt eine ist mir runtergefallen. 1, 2, 3, 6, 7, 8 Körner pro Schote. Aber ich habe mir jetzt auch da eine lange rausgesucht. Und schon ein bisschen mehlig. Was man natürlich sieht, im Prinzip ist der Leindotter nur so richtig was auf den Sand, auf der Lehmkuppe da gekommen. Wenn man hier jetzt guckt, sieht man gar keine mehr. Da vorne vielleicht noch ein bisschen zwischen. Ja, muss man sehen, im Prinzip müssen wir so oder so hier einmal, oder wollte ich die sowieso einmal nachreinigen. Und weil wir die auch im Futtermittelhandel vermarkten wollen. Und von daher kann man gucken, wie viel Leindotter dann letztendlich übrig bleibt. Ich meine, wenn es da 3-4 Kilo sind, die kann man natürlich für die Zwischenfrucht gebrauchen. Oder ja, weiß der Geier, was man damit macht. Also hier sieht man schon ein paar. Ja, die Frage ist, man muss den natürlich auch ein bisschen dreckiger dreschen und den Wind runternehmen, damit diese feinen Körner dann auch am Ende im Saattank landen, ja. Das heißt, man muss dann schon sagen, jo, wir fahren die Leistung jetzt von dem Wind im Drescher runter, damit wir die nicht hinten rauspusten, so wie hier. Also da, wo, ich würde fast sagen, wo der Schlepper so ein bisschen mehrmals gefahren ist, haben wir einen Feldaufgang. Wie kann das sein? Wir hatten ja einen Teil der Erbsen, einen Teil des Leindotters. Also wir haben eine Hälfte ins Schar mit reingegeben und eine Hälfte oben rauf gestreut. Und da, wo wir natürlich oben rauf gestreut sind, so wie hier, und umgedreht haben und gewendet haben, bringt man natürlich den mit mehr mit Erde in Verbindung. Und dann keimt der auch vernünftig, ja, so hier am Vorgewende, wo man ständig umdreht. Es ist ja richtig schön durchwachsen, ne, wie man da sieht. Aber ja, müssen wir gucken, wie wir das im nächsten Jahr machen, dass wir da vielleicht das ein bisschen optimaler gestalten können. So, hier der Randbereich, wo man immer mit der Spritze nicht so richtig ranfährt. Gut, ich bin hier relativ gut rangefahren, aber da muss auch die Verteilung am Düsenbalken halt optimal sein. Hier Rüben stehen gut, standen erst gar nicht so gut vom Nachbarn, aber haben sich sehr gut erholt, haben jetzt auch ein bisschen Wasser gekriegt. Wir gucken mal runter zu den anderen Erbsen. So, das habe ich hier im Prinzip letztes Mal schon gezeigt. Hier über den Rand ist ein bisschen Gräser reingekommen, also hier über den Rand, aber hier nur wirklich in der Kurve am Vorgewende. Das muss ich die nächsten Jahre ein bisschen im Auge behalten. Auch ein bisschen Quecke, so im Bestand ist ziemlich sauber eigentlich. Aber auch wie hier, wie ihr seht, ist sehr, sehr dünn ist der Bestand. Nicht so, wie er eigentlich sollte. Also man sieht hier noch viel zu viel Boden durch. Da werden wir im nächsten Jahr besser. Aber die 13 Hektar sind ja im Prinzip auch erstmal zum Rantasten gewesen und dazu noch in Direktsaat.
Das kriegen wir die nächsten Jahre besser hin, definitiv. Aber die Wasserversorgung war ja auch erstmal so da, sodass da meine angestrebten 2 Tonnen, die ja wirklich nicht viel sind, dass die, denke ich, schon realisierbar sind. Ich meine, hier sind die Körner auch relativ klein, tatsächlich. Hätte ich jetzt erwartet, dass die vielleicht ein bisschen größer sind. Aber es ist vielleicht auch so ein sortenbedingter Punkt. So, aber auch hier schön stehen geblieben. Liegen jetzt nicht wie eine Matte auf dem Boden. Das ist schon mal ein Pluspunkt fürs Dreschen. Aber wie ihr seht, guckt mal, wie tief die Schoten da hängen, die wir da mit hochholen müssen. Also ich denke 2 Wochen, dann können wir die wohl dreschen. Wie ihr auch seht, der ist immer noch ein kleiner Grünstich. Also wir haben heute den 13. Juli auf dem Donnerstag und es ist vormittags, es ist morgens. Und hier kommt hier nach Raps her. Und dann müssen wir mal gucken. Der Punkt mit der Gülle im Striptill ist ja nur hier nicht möglich. Ist auch nicht notwendig, weil wir hier Nährstoffe durch die Erbse im Boden lassen. Aber was ich im Prinzip vorhabe, ist nur mit dem Striptill rüber zu fahren und das sozusagen streifenweise zu lockern. Am liebsten hätte ich, muss ich mal gucken, aber das wird nicht besorgbar sein, mit einem Tiefenlockerer wäre ich die Fläche noch mal durchgegangen. Weil ich glaube, da sind wirklich auch ein paar Zonen bei, die sind tiefer verfestigt. Ja, weiß ich nicht, ob das von meiner Zeit oder schon vor meiner Zeit ist. Und die hätte ich gerne mal einmal aufgebrochen, bevor man dann dauerhaft Striptill und Direktsaat bleibt. Ja, auch gerade hier vorne, ne? Es stehen zu wenig Pflanzen. Aber naja, die Bedingungen waren ja auch jetzt nicht optimal. Also das ist ja wie es ist. Aber schauen wir mal, was wird. Wir fahren jetzt Weizen, Emmer, Dinkel, Hartweizen. Das gucken wir uns jetzt an. Ansonsten, ja, wenigstens sind sie sauber. Also ich habe dieses Jahr schon viele Bestände gesehen, die richtig, richtig dreckig sind, teilweise mit Melde. Ja, dafür sind die hier sauber, ne? Also, was wollen wir meckern? Wenn wir die noch ein bisschen gut nachgereinigt kriegen, dann wird das vielleicht auch vernünftiges Material. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. So, wir sind jetzt hier im Weizen, Sorte Informer. Das ist der letzt gedrillte nach Sonnenblumen. Ja, die Ähren sind schon schön groß und prall, muss man sagen. Aber im Gesamten sieht es ein bisschen dünn aus. Oh, hier in der Fahrgasse kommen tatsächlich ein paar Sonnenblumen. Da, wo sie den Platz haben, kommen ein paar Sonnenblumen nach. Oh, Körner sehen auch, oh, die sehen also sehr groß aus. Na klar, die schrumpfen noch zusammen. Der war auch letztes Jahr sehr dünn bei mir und hat aber den besten Ertrag gebracht, weil das ein Einzelährentyp ist. Einzelährentyp heißt im Prinzip, der macht ganz viel über Kornzahl pro Ähre und Korngewicht. Und wenn man mal guckt, wenn der mal ein bisschen Platz hat, was der da macht, das ist gewaltig, was Informer da kann. Und auch mit dem, also Korngewicht habe ich ja gerade schon gesagt, da kann der richtig viel. Da geht einiges. Genau, also Informer sehr, sehr interessant. Letztes Jahr schon im Anbau gehabt, dieses Jahr wieder. Was so ein bisschen bei Informer ist, die Qualitäten gerade beim Brotweizen ist ja nicht wirklich gut. Aber ich produziere ja auch mal einen Teil Futter. Ja, das heißt, wenn er ins Futter abrauscht, dann kann ich ja trotzdem das Ganze für Futter XL nehmen. So, gehen wir hier mal vorbei. Ich habe hier vorne auch noch eine Sorte. Ich kann euch nicht sagen, wie die heißt. Das ist irgendeine Vorserie nicht, aber das ist im Prinzip eine Sorte Weizen, die dieses Jahr zugelassen wird erst. Und die hat Daniel mir da hingestellt. Da gab es, weiß nicht, ich glaube 6 Säcke oder so davon. 6 Säcke Saatgut. Und den gucken wir uns mal an. Sieht ein bisschen anders aus. Der sieht richtig rötlich aus in der Färbung. Oh, hier liegt auch tatsächlich das Schild. Aber das Schild ist umgekippt. Spektral heißt der gute. Spektral. Ich weiß nicht, ob es den gibt. Ist ein bisschen dicker, ist nicht so hoch wie der, wie es aussieht. Wird auch interessant, wie der performt. Ich dresche das so ein bisschen hier einzeln raus. Sieht aber auch gut aus. Soll auch, ich glaube, ertraglich noch einen Ticken besser sein, hat er gesagt. Und ist, glaube ich, auch ein B-Weizen. Moment, ich gucke euch nach. Ich habe mein Handy nicht dabei, Leute. Ich kann das euch nicht sagen. So, und dann gehen wir mal zum Hartweizen. Der Hartweizen hat richtig hart gelitten unter den trockenen Bedingungen. Ich glaube, der ist auch bald reif. Und da müssen wir auch gucken, wenn der ein paar Mal Regen kriegt,
dann rauschen da die Qualitäten richtig ab. Ah, der ist aber noch milchig. Moment. Ja, der geht auch noch kaum raus aus den Spelzen. Also dann geht da die Fallzeit relativ schnell nach unten. Im Prinzip, wie gut klebrig der Teig ist. So sehen sie aus. Bisschen gläsern. Körnergröße würde ich sagen, ist in Ordnung. Da müssen wir gucken, was wir daraus hinbekommen. Ob das dann klappt mit dem Hartweizen-Grieß, Hartweizenmehl und Hartweizennudeln, die wir daraus machen wollen. Also da ist nur dieser Streifen. Ich denke, da können wir nächste Woche bei und den rausdreschen. Na, obwohl, wir können ja noch ohne Probleme die Körner zerdrücken. Also die brauchen noch ein bisschen. Problematisch ist natürlich, wenn wir den Streifen hier rausdreschen wollen, wie wir hier reinkommen, ne? In den Bestand. Gehen wir mal zum Emmer durch. Also, ja, der sieht komisch aus. Bisschen, viel sprilliger so, ne? Dünner. Aber es ist eigentlich auch ein geiler Anblick. So, und hört sich auch geil an, wie der mit den ganzen Grannen hier so rumraschelt. Ja, vielleicht nächste Woche, Ende nächster Woche könnte da was geben. Und ihr seht aber überall, wo ein bisschen Licht hier durchkommt durch die Fahrgasse, kommen die Sonnenblumen hier halt nach. Ne? Aber auch wirklich nur hier, wo man gefahren ist, wo man vielleicht mal ein bisschen Erde bewegt hat, um die dann zum Keimen zu bringen. Dann gehen wir mal in den Emmer hier rein. Ich habe mir heute extra eine lange Hose angezogen, sonst juckt das wieder wie die Pest bei mir. Emmer haben wir ja 2 verschiedene Sorten. Moment, ich gehe euch noch mal gucken, wie der heißt hier. Ramses, der schwarze mit der Spitzenqualität. Also es sollen 2 Emmersorten sein, die auch relativ gut zum Backen sind. Darum ging es mir, wenn wir hier so ein Emmermehl machen wollen. Den erntet man natürlich mit den Spelzen und muss man auch entspelzen lassen. Das ist natürlich, ja, bei geringen Mengen hier, wie die wir denn hier haben, diese 3-4 Tonnen, ein bisschen schwierig, aber das werden wir wohl hinkriegen, dass uns das einer macht. Also man muss ihn dann hier aus den Spelz rauslösen. Ihr seht, das ist nicht so einfach. So, dann haben wir hier ein Korn. Das sieht so ein bisschen roggenartig aus, ne? Ein bisschen länglicher, auch von der Farbe, ein bisschen mehr so Grauton dabei. Klar, der ist noch ein bisschen grün. Und wie ihr seht, guckt mal, den kann man ja noch zerdrücken ohne Probleme. Was natürlich hoffentlich ist, dass wir hier die Backqualitäten geschafft haben. Weil das ja dieses Jahr gar nicht so einfach. Ihr seht ja hier zum Beispiel, wie es einfach weggebrannt ist, ne? Und ja, wie einzelne Pflanzen hier drinnen auch einfach weggebrannt sind hier. Hier, das ist natürlich nichts. Die sind ja leer, beziehungsweise da ist ganz was drin, ein bisschen was drin ist Schmachtkorn. Dann gehen wir mal in die nächste Sorte rein. Der ist deutlich dunkler, der ist richtig schwarz. Rote Hartfelder. Heidfelder. Rote Heidfelder. So. Sieht schon interessant aus, oder? Mit den schwarzen Köpfen hier. Aber auch der noch total grün im Stroh. Auch sehr stark gelitten. Ich meine, weiter unten geht er tatsächlich auch ins Lager, wo es ein bisschen trockener wird. Wo es ein bisschen feuchter wird, wo der Boden halt so anmoorig ist. So. Wie sieht das Korn hier aus? Erstmal rauskriegen aus der Spelze. Sitzt das schon sehr, sehr fest drin. Ne? So. Ja, ich habe den jetzt ein bisschen zerdrückt. Ist auch nicht richtig gefüllt, ist so ein bisschen pappig innen drin. So sieht er aus, aber ihr seht selber, da fehlt auch ein bisschen Kornfüllung. Der ist so ein bisschen knautschig, aber auch noch voll in der Teigreife. Teilweise vielleicht noch ein bisschen Milchreife. Was verrückt, wie selbst der Teig schon anfängt zu kleben. Krass. Müssen wir gucken. Ja, wie gesagt, ich muss dann natürlich alles einzeln dreschen, irgendwie in Big Bags wegpacken und dann gucken, wie es weitergeht. So, hier sieht man zum Beispiel von meiner Spritze, ne? Guck mal hier, der Teil gehört zum Vorgewende, ja? Und dann fahre ich hier rauf und dann scheint sie erstmal zu viel Druck zu haben. Manchmal zu viel, manchmal zu wenig. Dann kommt hier mehr Wachstumsregler rauf, seht ihr das? Und dann sind hier die Pflanzen deutlich kleiner. Und das ist natürlich, das kostet uns Ertrag hier, diese Zone quasi. Aha. Warum ist das hier abgeknickt? Wer ist denn hier durchgegangen?
Hier haben wir den Dinkel. Frankentop, glaube ich, hieß der. Ja, kann ich rückwärts vom Schild lesen. Frankentop hieß der Dinkel. Ich glaube, Dinkel kann in der Regel deutlich dicker stehen. Was natürlich hier ganz gut ist, bei diesen Reihen Dinkel hat ganz starke Probleme mit Mehltau. Und wenn die Bestände natürlich so schön durchtrocknen können wie hier, dann sieht die Welt natürlich viel, viel besser aus. So, gucken wir uns mal das Korn an. Oh, das sieht aber schön groß aus und solide. Bin gleich soweit, Leute. Oh, Dinkel hat so ein bisschen länglichere Körner. So. Das ist der Dinkel. So sieht der also aus. Seht ihr das? Schöne große Körner. Müssen wir gucken, wie der performt. Ihr seht natürlich, die Fahrgasse ist noch grün, die reift jetzt noch nach. Aber auch hier seht ihr selber, heute am 13. Juli, du kannst das Korn noch komplett zerdrücken. Also 2 Wochen haben wir hier noch locker vor uns. Soweit erstmal hier. Bin wirklich gespannt, wie die performen werden. Das ist natürlich auch schwierig zu dreschen. Ihr seht selber, die haben ja nachher diese Spelzen. Und ich glaube, sollte ich was nachbauen, also sollte ich sozusagen das wieder machen, dann würde ich ja, ein bisschen was von dem entspelzten Material zum Drillen nehmen. Es war ein bisschen teurer letztendlich, aber deutlich besser. Dann würde ich lieber die Vermehrungslizenz da bezahlen und habe dann ja, ein bisschen bessere Möglichkeiten, als wenn ich neues Saatgut kaufe. Hier muss man natürlich gucken am Vorgewende. Hier hat man natürlich ein bisschen Dinkel nachher mit drin im Weizen beim Dreschen. Ja, aber es wird nicht so krass viel sein, diese eine Bahn dazwischen. Ja, man muss natürlich den Drescher auch komplett anders einstellen. Wie ihr seht hier, wenn wir die Spelzen da haben, die sind viel, viel größer, damit die auch durch die Siebe durchpassen. So, Leute. Und ihr seht da vorne den Grünstreifen, da habe ich komischerweise ein bisschen ausgelassen beim Drillen. Ich hatte ja hier die Kläden und den Axion und die letzten 3 Stunden musste ich von Hand drillen, weil die haben das GPS abgebaut, weil es woanders gebraucht wurde. Ich kann mir aber nicht richtig erklären, warum ich das da freigelassen habe. Eigentlich in meinem Kopf habe ich es nicht. Warum da nichts hochgekommen ist, ja jedenfalls kommt da in dem Streifen natürlich jetzt die Sonnenblumen hoch, das ist ganz klar. Hier oben muss man auch sagen, ist extreme Sandkuppe. Ja, in die Richtung wird der Acker nachher immer besser. Und dann schauen wir mal. Ich meine, die Ähren sehen schon mal vielversprechend aus vom Informer. Ist natürlich auch ein Typ, der jetzt nicht krass viel Stroh hinterlässt. Aber wenn man jetzt nicht das Stroh selber braucht oder zwingend braucht, dann ist das auch eine interessante Sorte, weil die bringt im Prinzip sehr, sehr viel Korn runter vom Hektar. Wenig Stroh. Lässt sie zurück. Das heißt, man hat auch wenig Probleme da hinterher mit Strohmengen, die man irgendwie unterbekommen muss. Der ist super standfest. So, aber ihr seht hier, wo man gefahren ist, wo ein bisschen Feuchtigkeit ist, da kommt sie gleich durch, die Sonnenblume. Das ist ein bisschen nachteilig. Deswegen ist vielleicht Mais nach Sonnenblume doch vielleicht interessanter, weil dann häckselt man die 3 Halme, die da durchkommen, einfach mit. Ja, man hat ein bisschen Druck anfangs, wenn die anfangen aufzulaufen, vielleicht, aber ich meine, im Weizen ist es natürlich schwierig. Die waren jetzt nach der Behandlung, die sind super spät hier hochgekommen, seht ihr ja selber, wie spät die sind. Und nur für so eine Fahrgasse lohnt sich ja nicht irgendwie nochmal durchzufahren und nochmal zu behandeln. Das wäre ja Geldverschwendung und ja, muss man nicht machen. Das rechtfertigt keinen Pflanzenschutzeinsatz. Gut, Leute. Ich fahre jetzt noch mal einmal eine AKF Sonderkulturen aufnehmen und dann sage ich vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.